Ihr Lieben, auch wenn diese Tage nicht meine Freunde sind sie mir jedoch eine Lehre. Glaubt mir, ich habe jegliche Form erlebt, die Gedanken imstande sind zu bilden. Wenn mein Körper nicht will, zieht mein Wille ihn hoch. Jeden Tag gehofft, dass über Nacht ein kleines Wunder passiert, meditiert. Irgendwann habe ich meine Sorgen in Vertrauen umgewandelt und mittlerweile ist Widerstand zwecklos. Ich muss akzeptieren, dass ich im Moment nicht bei euch und nicht für euch da sein kann, schreibt Helene in einem sehr emotionalen Posting. Fischer sei sich dessen bewusst, dass die Enttäuschung ihrer Fans aufgrund der Konzertabsagen groß sei. Ich weiß, was ihr auf euch nehmt, um bei einem Konzert dabei zu sein. Dafür danke ich euch jeden Tag. Umso schmerzvoller ist es ja für mich. Bei ihren Fans bedankt sich die Schlagersängerin für das Verständnis, die Treue und die lieben Genesungswünsche. Ich gedulde mich jetzt und vertraue darauf, dass alles so kommt, wie es soll, wenn die Zeit reif ist. Einen Seitenhieb an die Medien fügt die Sängerin ihrem langen Facebook-Posting aus Wien zum Schluss auch noch an. Ich bin weder schwanger und auch kein Wunderheiler aus den USA behandelt mich. Totaler Quatsch. Ich bin auch nicht todkrank. Ich komme wieder. Am Donnerstagabend fällt die finale Entscheidung, ob Helene Fischer bei den Konzerten vom 16. bis 18. Februar spielen kann und wird.